Auf Amazon gibt es Millionen von Produkte, aber als Anfänger hast du keine Ahnung, mit welchem du davon wirklich Geld verdienen kannst. Deswegen lasse ich mir ja heute von ChatGPT mein erstes Reselling-Produkt suchen. Die KI schlägt Marken vor und ich suche die Einkaufspreise direkt in deutschen Online-Shops. Wir rechnen hinterher aus, ob man damit auf Amazon Gewinn macht. Und am Ende zeige ich dir, ob ChatGPT einen echten Deal findet oder ob man damit einen Riesenfehler macht. Mein Name ist Markus und ich habe vor 30 Jahren mit dem Onlinehandel angefangen, damals auf AOL Marketplace. Es gab noch kein Amazon Deutschland, nicht mal Google. Heute testen wir, ob KI einen Anfänger die ganze Erfahrung ersetzen kann. Aber hier kommt das erste Problem für jeden Anfänger. Hier drin ist ein Produkt vom Druckerhersteller HP. Hewlett Packard hat noch 95.000 weitere Produkte auf Amazon Deutschland und ist nur eine Marke von Hunderttausenden dort. Das sind Millionen von Produkten. Mit welchen sollst du als erstes starten? Ein Anfänger weiß gar nicht, welche Marke er überhaupt verkaufen darf, welche Produkte die Amazon-Kunden wirklich kaufen und wie tief der Preis sein muss, damit du dann auch Gewinn machst. Und genau diese Entscheidung wird uns jetzt ChatGPT abnehmen. Einigen wir uns dafür auf 4 große Regeln. Nummer 1. ChatGPT muss direkt die Marke oder das Produkt vorschlagen. Regel Nummer 2. Das Produkt muss direkt auf Idealo oder deutschen Online-Shops zu kaufen sein. Und Regel Nummer 3. Wir wollen auf Amazon.de verkaufen, denn dort wird es für uns gelagert, über die Webseite verkauft, an den Kunden verschickt. Und Nummer 4. Am Ende zählt nur der echte Gewinn abzüglich aller Gebühren und unserem Risiko als Selbstständiger. Jetzt geht's los. Wir sind auf chatgpt.com. Ich gebe meinen Prompt ein und sage, finde mir Produkte, die ich auf Amazon Deutschland resellen kann und die Spielregeln, ich kopiere es dir komplett unter das Video, wenn du es selber ausprobieren willst. Lass uns das Experiment beginnen und rausfinden, was uns ChatGPT vorschlägt. ChatGPT hat mir jetzt geantwortet mit mehreren Vorschlägen. Zum Beispiel dieses Netzteil von Belkin, was tatsächlich eine gute Marke ist. Das kaufen IT-Abteilungen von Firmen wahrscheinlich jeden Tag. Ich springe aber gleich runter zu dieser Tabelle hier, die hat mir ChatGPT erstellt mit den Top-Marken und jeweils ein Produktvorschlag. Eins fliegt für mich aber gleich raus, das ist dieses 4 Euro Tesa-Produkt. Die anderen liegen alle über 20 Euro. Ich denke, da ist auch was zu verdienen. Schauen wir sie uns genau an. Das hier ist auch der erste Vorschlag von ChatGPT, dieses Philips-Produkt. Da sehe ich aber gleich ein Riesenproblem. Und zwar hier unter dem Einkaufswagen-Button. Dort steht Verkäufer und Versender Amazon. Es gibt keinen anderen Händler, der es anbietet. Ich glaube, das passt gar nicht zum Reselling. Damit hatten wir jetzt plötzlich bessere Vorschläge, wie zum Beispiel diesen Philips-Rasierer. Lego wurde vorgeschlagen mit einem Ferrari, den habe ich auf Idealo gefunden, aber nicht günstiger. Deswegen habe ich das nächstbeste teure Lego-Produkt von Idealo genommen. Hier die Marke Braun mit einem elektrischen Haarschneider und zum Schluss noch ein Produkt aus der Computernische, dieses Netzgerät von Belkin. Bewerten wir also das erste Produkt, aber ich sage dir, das wird schon tricky. Dieses kleine Tool, Seller AMP an der Seite, zeigt mir den Lagerbestand von jedem Händler hier und das ist ein sehr gutes Zeichen. Es gibt viele Seller, die es anbieten wollen. Und das Tool sagt mir auch, 40 Euro ist der Preis aktuell. Wenn ich es für unter 20,50 Euro finde, dann kann ich Gewinn machen. Dieses kleine Tool hier auf der Seite zeigt mir auch direkt an, wie viel Amazon-Händler Lagerbestand haben. Mit den Namen, das ist ein gutes Zeichen, das ist also ein Reselling-Produkt. Der Preis ist 40 Euro und wenn ich es für 20,51 Euro oder günstiger sehe, werde ich Gewinn machen. Mit einem Klick auf G wie Google öffne ich direkt eine Google-Suche dafür und sehe, Philips selber hat es im Angebot für 20,99 Euro. Das ist schon ziemlich gut. Ich sehe aber ein Problem. Ich habe dir gesagt, es ist trickreich. Wir sehen hier den Artikelnamen 192422 und auf Amazon ist es die 192430. Es ist eine leicht andere Artikelnummer und hier ist der Grund. Ein Rasierklinge, 2 Rasierklinge. Auf der Philips-Seite sehen wir es nur mit einer. Ein Pro habe ich hier noch und zwar auf MyDeals gesucht sehe ich, es gibt auch noch einen 10 Euro Rabatt für den Philips Store. Wir kriegen es also nochmal über 2 Euro günstiger.
Aber wir müssten jetzt vielleicht eine große Vorratspackung Ersatzklingen kaufen, damit wir immer eine zweite dabei tun, um das Angebot genauso zu haben, wie es für Amazon sein muss. Bei dem Einkaufspreis abzüglich Rabatt 8,44 € Gewinn machen, von dem wir jetzt aber noch die Ersatzklinge einkaufen müssen. Aber Achtung, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Unsere Zeit, die kostet Geld und die ist am besten aufgehoben beim Einkaufen und nicht beim Packen von solchen Dingen im Lager. Also betrachte immer den ganzen Deal. Kommen wir zum Produktcheck Nummer 2 und das ist das Lego-Set, das größte Produkt und das teuerste Produkt hier im Test. Und Achtung, Amazon zeigt hier direkt an, höherer Preis als üblich. Man muss hier auf alle Angebote klicken und da sehen wir Preis 1.699,99 €. Gibt es einen Preisunterschied zu Idealo? Und die Antwort, schnell geguckt, klares Ja, 967 €. Das ist sogar ein Riesenpreisunterschied. Ich klicke mal direkt auf den Shop. Das ist er hier. Wir können es auch wirklich kaufen. Super stark reduziert. Die Zahlen in Seller AMP eingegeben. Rechnen wir also aus, was rauskommt. Abzüglich aller Amazon-Gebühren, Porto und so weiter. 343,81 € pro Verkauf. Das ist ein ROI von 35% auf unseren Einkaufswert. Das ist ein sehr satter Gewinn, den wir bei dem Produkt mitnehmen können. Jetzt kommt aber ein Haken, den zeigt uns auch dieses Tool an. Die geschätzten Verkäufe für dieses Produkt im Monat sind nämlich nur ein einziges. Fast 350 € Gewinn mit einem Produkt ist natürlich super, aber fast 4 Wochen warten, damit du einen Verkauf hast. Jeden Anfänger wahrscheinlich schon gekauft, aber es lauern einfach noch ein paar Gefahren, wie zum Beispiel das Einkaufswagenfeld. Das bekommen von Amazon die 5 Händler im Wechsel mit dem fairsten Preis. Und Preisdruck ist auch ein Thema. Du willst kein Produkt finden, was jede Woche günstiger wird, sondern was einen stabilen Preis hat, genau wie das Markenrisiko. Manche Marken schützen einfach Produkte, die leicht fälschbar sind, verkaufen das selber oder lassen es nur Amazon kaufen. All die 3 Sachen habe ich in 30 Sekunden selber gecheckt. Ein erfahrener Händler checkt diese 3 Punkte mit einem Blick auf die Produktseite. An der Stelle müssen wir die Erwartungen für unser Experiment einmal überarbeiten. ChatGPT hat mir die Auswahl jeder Marke und Produkte genau erklärt und es versteht auch, wie Reselling in Deutschland auf Amazon funktioniert. Es wählt die guten Marken aus, aber den letzten Schritt, die Preisunterschiede auf Amazon zu finden, das kann es anscheinend nicht. Und genau der letzte Schritt, wo du auf Idealo die Marke, die ChatGPT vorschlägt, eingibst und dann Produkt für Produkt durchgehst, wo ist ein Schnäppchen, das wir für mehr auf Amazon verkaufen können, der Schritt scheint noch bei uns zu bleiben. Kommen wir damit zu Produktcheck Nummer 3, da hat mir ChatGPT die Marke Braun empfohlen. Die habe ich jetzt einfach auf Idealo reingeworfen und geguckt, was gibt es hier für beliebte Produkte. Und das war zum Beispiel dieser Braun Haarschneider Serie 7 für 109 €. Den habe ich gefunden für 55,99 € auf eBay. Günstigstes Idealo-Angebot. Ist das ein Preisunterschied zu den 109 € auf jeden Fall. 24,90 € Profit bei jedem Sale und fast 45% ROI. Da würde ich praktisch so viele kaufen, wie ich kann. Das ist bisher der beste Deal, würde ich sagen. Hier kommt das große Aber. 2 Stück verfügbar. Wir können nur 2 Stück bestellen, dann ist der Deal ausverkauft. Also, der ist jetzt fast gut. Ich würde mich einfach freuen, mehr bestellen zu können. Kommen wir damit zum Finale, zum Produkt Nummer 4. Das habe ich mir bewusst ans Ende aufgehoben. Das war eine direkte Empfehlung von ChatGPT und die Marke fand ich von Anfang an stark. Das ist dieses kleine Netzteil von der Firma Belkin für 40 € und Belkin ist eigentlich eine super passende Marke. Das ist eine typische Zubehörmarke, bei der EDV-Abteilungen jeden Monat massenweise Zubehör bestellen. Das ist eigentlich genau die Kunden, die du haben willst. Und dieses Netzteil für 39,90 € war der Vorschlag von ChatGPT. Aber hier auf Amazon starten habe ich gleich wieder Seller AMP aufgemacht und auf das G wie Google geklickt, um eine schnelle Google-Suche nach dem Produkt zu starten. Und die hat mir diesen Shop vorgeschlagen. Der ist übrigens in Spanien. Hier nehme ich das Video auch gerade auf. 18,99 € ist der Einkaufspreis. Zurück in den Rechner geworfen, sehen wir dann bei einem VK von knapp 40 €, abzüglich aller Kosten, abzüglich Versand, 8,11 € Profit bei jedem Verkauf, 42% auf unseren ROI. Und das Tool sagt auch, es gibt über 50 Verkäufe im Monat.
Jetzt gucke ich mir auch darunter die Konkurrenz an. Das sind alles Seller, die das anbieten. Alle, die gelb sind, verschicken selber und haben langsameren Versand. Amazon pusht so richtig die Angebote von denen, die in grün sind. Die lagern im Amazon-Lagerhaus. Und das mache ich auch und deswegen habe ich einen wahnsinnigen Vorteil. Also hier hat uns ChatGPT eindeutig den besten Treffer geliefert. Von hier würde ich entscheiden, wie viel kaufe ich, wie stabil war der Preis in den letzten Tagen und dann gucken, ob es wenige sind oder so viel ich kriegen kann. Kommen wir zum Zwischenfazit. ChatGPT ist wirklich stark für Ideen. Es gibt dir strukturiert vor, was du zu tun hast. Es spart dir ganz sicher Zeit und es gibt dir als Anfänger viele Denkansätze zwischendurch. Auf die würdest du an der Stelle gar nicht kommen. Wo ChatGPT aber gefährlich ist, ist beim Thema Preisinformation. Also ich glaube, die Preisinfos von ChatGPT kommen einfach aus Google-Ergebnissen, nicht von der Amazon-Seite selber. Und das merkt man dann auch. ChatGPT hat keine Ahnung, wer das Einkaufswagenfeld hat und wie hoch die Gebühren für so einen Artikel sind. Und da kommt die Gefahr. Es wird überzeugend klingen, auch wenn es komplett raten wird für dich. Also den Teil weißt du einfach nie 100%. Zeit fürs große Finale. Wir machen eine Punktetafel und bewerten ChatGPT. Wie war die Qualität der Ideen? Und alle vorgeschlagenen Marken sind genau das, was Reseller jeden Tag kaufen und auf Amazon wieder abverkaufen. Absolut richtig. Es war jetzt aber auch kein Geheimtipp dabei. Belkin war eher schon so eine Nischenmarke, die wirklich sehr gut ist. Das Limit scheint aber gewesen sein, überhaupt Preise auf Amazon lesen zu können. Also die Deals waren nicht wirklich brauchbar. Ein Zufallstreffer hatten wir vielleicht. Deswegen ganz klar 1 von 10. Jeden Markenvorschlag hat mir ChatGPT genau begründet und die Begründungen und die Hinweise waren immer gut und hilfreich. Ich würde sagen, in 6 von 10 Fällen war das absolut brauchbar. Beim Rest war es vielleicht ein bisschen schwierig oder sogar nicht richtig. Deswegen Sicherheit 6 von 10 Punkte. Letztes Kriterium, Zeitersparnis. Als Anfänger hier hinzukommen, wo wir heute hingekommen sind, würde schon ein paar Tage dauern. Also Zeitersparnis bekommt 10 von 10 Punkten, absolut verdient. Damit das Fazit aus dem Experiment: Kann man mit ChatGPT Reselling-Produkte für Amazon finden? Wenn du ChatGPT aktuell blind vertraust, wirst du höchstwahrscheinlich falsche Produkte einkaufen. Wenn du ChatGPT aber als Ideengenerator nutzt und hinterher Deals selber sauber prüfst, wirst du viel Zeit sparen und Sicherheit dazu gewinnen. Wenn dich solche Amazon-Experimente interessieren, dann teste ich nächste Woche noch härter. Wie wäre es der KI 5.000 € zu geben und sehen, was sie damit im Großhandel machen kann. Bis zum nächsten Video.